Guten Morgen Leute, hier ist der Theo wieder mit heute eine neue Wanderung. Und das ist heute der Tag der Denkmäler. Also habe ich heute eine Wanderung vollgepackt mit Denkmäler, denn die sind ja, haben ja offene Tür heute. Es wird 28 Kilometer, also da habe ich mich wieder am Brett niedergelegt. Ne? Es ist zurzeit 7, 8 Grad, also es ist verdammt kalt. Man sieht schon, der Winter kommt. Naja. Und dann werden wir erstmal sehen, was es, ja, wir werden Denkmäler reingehen, wenn es möglich ist. Das sind, welche sind offen, Mühlen, die offen sind. Haben auch ein Schloss, weiß nicht, ob das auch für das Publikum offen ist, habe keine Ahnung. Aber wir werden schon sehen. Und das erste, was wir jetzt sehen bekommen, ist, wir sehen hier im Kranenbrook, wie das hier heißt. Und ich habe hier ein schönes Wasser an meiner linken Seite. Ich werde da mal eben entlang laufen. Der erste Schmanker des Tages. Einer der Fliegerdenkmäler, die wir heute zu sehen bekommen. Wir werden wahrscheinlich noch mehrere sehen heute. Und auch hier in den Niederlanden gibt es Verschandelung der Landschaft durch Sonnenpaneele. Auch hier ist der Klimatwahnsinn angekommen. Die Sonne scheint, das ist herrlich, mal wieder ein bisschen Sonne zu sehen. Viele Fahrräder und viele Wanderer unterwegs heute. Sehr viele, schönes Wetter, ne? Die Leute gehen alle raus. Ja Leute, hier vorne nähern wir uns an Bauerngehöft. Und das heißt Skrevenhof aus, ich glaube, dem 12. oder dem 13. Jahrhundert stammt das schon. Und das Ding ist verdammt alt. Kommt sich ja nicht auf 100 Jahre. Ne? Und man sieht schon, das hat all den Kriegen, all den Weltkriegen überlebt. Unglaublich. Wenn die Wellen mal sprechen konnten, ne? Die Mauern mal sprechen konnten. Oh. Morgen. Morgen. Nach 5,6 Kilometern laufen wir zum Jost hinein. Konnte nicht sagen, weil da waren Leute. Wir haben ein kleines Problem. Komoot hat die Tour nicht angepasst. Das bedeutet, wir laufen also auf dem Telefon. Wenn ich hatte Brechter, hatte ich ein
Korrektur gemacht und sie hat Komoot auf dem Telefon nicht durchgeführt. Jetzt stimmt die ganze Strecke nicht. Aber ich weiß, was ich geplant habe und werde einfach laufen, wie ich sie geplant habe, ohne Komoot. Komoot wird das schon aufzeichnen, das ist kein Problem, aber es ist schon eine schöne Katastrophe mit Komoot. Da kommt die Dresia-Kapelle. Die Originalkapelle war gebaut in den 20er Jahren. Und das ist die neue Kapelle. Die ist offen. (2002). Recht modernes Gebäude, ne? Da sieht man den Kirchturm von St. Just. Und die neue Kirche, gebaut 50er oder 60er Jahre. Hier steht ein Esel und hinter dem Esel ist das alte Kloster. Ich glaube, das stammt auch aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Ich glaube, das ist aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Heute ist es ein Behindertenheim. Das ist ja völlig restauriert. Und dann schwingen wir um nach dem Gebäude mit einem Kreuz, ein Haus mit einem Kreuz. Und ja, das war die erste Kirche von St. Just. Und das ist jetzt ein Wohnhaus. Das war schon lange, ne? Ist schon seit langem ein Wohnhaus. Das war sie früher. Und wir verlassen St. Just wieder. St. Just, wie man es hier nennt, ne? Auf Limburgisch. Und sind auf die Brachter Seite. Hier vorne sieht man noch ein kleines Haus. Das war von der Firma, von der Familie Goebbels. Früher, ganz früher. Das stammt aus 1905, wenn ich mich gut erinnere. Ja, wenn ich gut erinnere, ist das 1905, dass das Ding hier gebaut ist. Das ist schon verdammt alt, ne? Ich denke, dass das nicht lange mehr steht. Und das hier ist die alte Straße nach Maasbracht. Das war früher die Hauptstraße, diese kleine Straße. Und die ist mehrmals unterbrochen durch den A73 jetzt, den A2 und den Provinzialweg, ne, der Reichsweg, wie sie in den Niederlanden sagen. Und was war da noch? Ja, das waren sie, glaube ich. Und die Bahntrasse natürlich. Die hatten auch unterbrochen. Entlang dieses Hauses hier lief früher ein kleines Pfad nach unten. Das war die Vlotbeek, war das, glaube ich, so hieß die. Die lief unter die Bahntrasse durch und später konnte man da durchlaufen und mit dem Fahrrad durch. Aber Tunnel nannte man das. Aber man hat es zugeschüttet. Man kann da nicht mehr durch. Also Leute, nach 8,59 Kilometer hatte ich eine kleine Pause, habe ich was getrunken, aber da waren Leute da habe ich noch mit erzählt und da konnte ich nicht filmen, das geht nicht.
kann keine fremden Leute auf die Kamera nehmen. Ne? Also, wir laufen jetzt wieder von der Tour weg. Und ich laufe jetzt wieder nach die Strecke mit einer Abkürzung. Weil wenn ich die Tour weiter verfolgen würde, dann würde ich ja ungefähr 40 Kilometer laufen. Das ist nicht mein Plan. Weil Komoot hat ja die Tour nicht erneuert, nachdem ich die im Computer angepasst habe. Damit ist die Tour bei Komoot jetzt auf dem Telefon ein kompletter Schrotthaufen. Die kann ich vergessen. Bis ich in Maasbracht bin, bis zu Maasbracht ungefähr, kann ich die Tour im Komoot vergessen. Das ist Ende der Veranstaltung. Da muss ich jetzt selber ran. Aber ich weiß hier ja den Weg. Es ist mir hier ein bekanntes Gebiet, also ist kein Problem. Wir laufen jetzt Richtung Maasbrachter Beek, ein Dorf neben Maasbracht. Und wir kommen auf einen knappen 30 Kilometer insgesamt, wie es jetzt aussieht. Guck mal, wie schön. Also habe ich das Rudel doch noch mal umgerissen. Ne? Und 40, das wäre ja ein Ding. Ne? Und immer wieder Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder. Hier geht es der Bahnübergang. Und da vorne sieht man schon die Hauptverkehrsstraße Richtung Roermond. Da müssen wir drüber, geradeaus, Maasbrachter Beek, und dann kommen wir an die Leonardesmühle. Das wird das nächste Monument, das wir zu sehen bekommen. Und meine Füße sind wieder weitgehend trocken, nachdem ich durch das Gras gewandert bin. Da auf dem Hintergrund, Leute, sieht man die alte Klauzentrale, die Stromzentrale. Da wurde Strom gemacht früher. Ich weiß nicht, ob die noch arbeitet, aber da kriegten wir früher den Strom von. Und ich sehe, da hat sich etwas geändert. Die Schornsteine. Es kann sein, dass die wieder funktioniert, dass die auf Gas funktioniert heute. Man sieht schon, ein gewaltiger Kühlturm, das ist schon ein gewaltiges Ding. Ne? Keine Korrektur, Leute. Das ist nicht die Hauptstraße, das ist die A73 hier vorne. Die Autobahn. Denn wir müssen da hinten über die Brücke und dann kommen wir erst an die Hauptstraße nach Maasbracht. Also da müssen wir hoch. Und sieh mal, wie viel Verkehr heute auf Sonntag. Unglaublich. Man denkt, das ist ein Arbeitstag, wenn man das hier sieht. Ne? Wow, wow, wow. Nach 9,9 Kilometern habe ich die A73 überquert. Ein Drittel der Strecke ist jetzt weg. Also wir brauchen nur noch ein gute 20 Kilometer. Einfach weiter Kilometer schrubben. Eine Bank und ein Kreuz. Ich habe jetzt noch nicht gesessen. Seit 10 Kilometern bin ich unabgebrochen auf die Beine. Aber es geht gut. Ich denke, ich werde Ruhe genug bekommen bei den Monumenten. Bei den Denkmälern. Ne? Nach 11,5 Kilometer laufen wir in Maasbracht hinein. Aber es gibt kein Ortsschild mehr hier. Das ist weg. Das war hier mal. Ne?
Und das ist, um genau zu sein, die Brachter Beek. Ein Dorf an der Seite von Maasbracht. Also 11,5 Kilometer bis jetzt. Morgen. Die Schürze stecken drauf. Unglaublich. Die ist feucht. Also, wir verlassen jetzt Maasbracht Beek und laufen Maasbracht hinein. Unter die A2. Man hört es ja, auch viel Getose hier. Auch sehr viel Verkehr auf die A2. Noch 12,7 Kilometer. 12,7 Kilometer haben wir hier die Hompische Mühle. Of nein, nicht die Hompische Mühle, die Leonardusmühle in Maasbracht. Und die ist offen. Da werden wir mal reingehen, ne? In die gute Stube. Da wird Brot gemahlen für uns, Leonardusmühle. Aardig draaien. Aardig draaien. Jetzt wird es. Ja Leute, das war die Leonardusmühle, ne? Die haben wir jetzt ganz gesehen von innen und von außen, komplett. Und ein freundlicher Mann, der mal gesagt hat, wie es alles gelaufen ist da. Ne? Schön. Also wir laufen jetzt nach die Hompische Mühle in Stevensweert. Ich denke es sind 5 Kilometer, dann sind wir da. Und wir laufen jetzt weiter in Maasbracht. Das hier ist die Innenhafen von Maasbracht. Guck mal, wie geil. Guck mal, all diese Schiffe. Ist das nicht geil, Leute?
Verkehr heute. Also nach 13,9 Kilometer verlasse ich Maasbracht und laufen wir Richtung Stevensweert, die Hompische Mühle. Ein Blick auf die Maas. Dann die Innenhafen von Maasbracht liegt ja an der Maas. Das hier sind die Schleusen, wo ich jetzt drauf bin. Wir müssen hier den Pfad entlang und ich sehe hier viele Brennnessel. Hei. Das ist schon ein Pfad, ne? Da konnten wir mal ein bisschen mähen. Heiliger Scheiße. Das sind alles Brennnessel, Leute. Oh mein Gott. Das ist ein Spießrutenlauf hier. Oh je. Da könnt ihr mal was dran machen, ne? Das ist ja unglaublich. Oh. Wow. Man sieht ja kaum, wo man laufen kann. Hi. Ich habe keine Socken an, und da hat mich eine. Aber ich kriege ja, hier wird es besser. Puh, da hatte mich eine Brennnessel. Ich fühle es an meine Füße. Dafür bin ich durch die ganze Brennnesseln gegangen für diesen Ausblick. Junge, da war kein Pfad mehr, da musste ich durch die Brennnesseln. Heiliger Scheiße. Da ist Stevensweert an der Seite. Wir werden da nicht kommen. Dann laufen hier einen Pfad entlang. Neben der Maas. Also das Pfad läuft entlang der Maas. Wir haben den Pfad bald hinter uns. Und da sieht man noch ein paar schöne Pferdchen. Ne? Der eine sieht mal ziemlich dicke aus wie ein Zebra, ne? Aber ich sehe da eine Hecke. Ich hoffe doch nicht, dass da muss ich durch. Jetzt muss man mal ein Gerücht haben, ne? Riecht die Pferde mal. Ah Jungs, alles gut? Ah, die haben die Augen verbunden. Die haben alle die Augen verbunden, siehst du? Und guck da, die fliegen alle. Nein, das sind Mücken. Heiliger Scheiße. Hier ist eine Firma, wo ich rauskomme. Ach so. Willkommen bei die Hompische Mühle. Also es ist hier sehr voll, Leute. Reingehen, das sehe ich nicht sitzen hier, das ist viel zu voll. Aber habe die Leonardesmühle ja gefilmt. Und man sie läuft. Heilige Scheiße, ist das voll. Hier kann man auch herrlich essen. Ne?
17,22. Schön dreht hier. Aber hier ist volle Hütte, glaube ich. Das ist, was wir auch gesehen haben im Maasbrach, ne? Hey, van jou. Ja, maar jongens nog naartoe. Die Aussicht van de Mühle, Leute. Sorry. Wat leuk. Hallo. Hoi. Ja, dat is leuk hè. Dat is een volgende dingen. Je kunt met alles verliezen. Ik moet er iemand in of mee. Ja, ik zocht die kop. Und da liegt echt, da müssen wir hin. Oh. Oh. Ja, die jetzt die Bremsen angelegt, die Mühle steht. Stopp. Viel gemaakt. Nou, dan kunt het gaan, dan kunt hier goed. Dat valt hier op en dan kunt u een klein leupertje langs. Kijk, dat leupertje, dat schraapt en dat zit net aan de binnenkant van de kuur. Dat schraapt, dat meel doet het veel zo goed. Op deze manier. Dan kunt u het goed. Hier is een kaart. En hier is de meelpiep. En die meelpiep, dat zit hieronder. En die loopt naar de verdieping hieronder. Daar kan de mulder het meel afzakken. Dus, nou, nu moet de mulder als het begint, dan gaat er eerst veulen het meel wat allemaal kunt. De filter is dat grof of te fijn of. Nou, als het te grof is, gaat er een bijstellen, als het te fijn gaat er een bijstellen en dat op een heel eenvoudige manier. Er heeft de mogelijkheid om de steen, kijk, dat doet dit met de steen, dat liep, oh, maar in werkelijkheid is het maar een halve millimeter of een millimeter, want de steen moet niet aan één komen. Als de steen aan één komt, gaat het vonken natuurlijk, ja, steen op steen, dat is dat. En die steen, die gaat, ja, zo kapot. Jo! Dus dan, nou, op die manier gebeurt het. Dus hij kan dat regelen door de schuddebak sneller te laten rammelen, zal ik maar zeggen. Hij kan hem schuiner zetten en hij kan op basis van wat er aan het meel vult. De grofheid. De grofheid. Dus dan, nou die steen, we hebben nu 3 soorten steen. De blauwe Duitse steen is de oudste steen. Dat zit er zo. Dan wordt uit 1 stuk uit een groeve gehaald. Dat is prachtig, dat zijn filmpjes van te zien, in Duitse filmpjes. Hoe ze dat doen, uiteindelijk wordt dat goed gehouden. En dan krijg je een dikte, de ligger. Die heeft een dikte van 30 centimeter ongeveer. En de luiper, de bovenste steen, die gewicht moet inbrengen, die is 40 centimeter dik. De onderste steen weegt ongeveer 1080 kilo. En de bovenste steen, dat is dikker, die weegt 1480 kilo. Dit wordt natuurlijk ook bot op een gegeven moment. Als de muur een week of 6 tot 8 gemalen heeft, dan moet de steen gebeeld worden, scherp gemaakt worden. Dan moet de hele omkisting er vanaf gehaald worden. Dit wordt weggetakeld, dat moet vriezen in. Dan wordt met de steenkraan, de steen dan achter aan de muur, kun je dat zien. Hij kan verplaatst worden vandoor
nog hier en nog een ander koppel. Ik heb hem hier nagemaakt. Dus in feite is de steen ligt hem zo. Die wordt gewoon met een draadspel omhoog getakeld. Als het hoog genoeg is dat hem kan draaien, wordt hij gedraaid op deze manier. En dan laat hij hem weer zakken op de andere steen. En dan komt er een billen. En dat billen dat wordt met een hamerke. Nee, ja. Hier en hier. Ik zal je dat even laten zien. Het zit met de kneden. Die staat op een olielampje, want dat deed dat s'avonds in de muur op ze geen licht. Dus na de avond, dan ging dat naar boven, ging er alle vrienden met de knecht de ganse omkisting ervan afvoeren. En de steen optakelen en begon er olielampje. En met een bilhamer. Ik ben dat zelf, ik heb dat half jaar geleden op een watermuur gedaan in Heer. Maar ik zal ook zeggen, dat is een pien met een hein. Als ze daar een kwartier bezig was, dan drukt er een vermoeidheid op. En de steen, de hamer moet loodrecht op dat steen komen, want anders houdt de steen kapot. Dus dat is echt, op knieën op die manier wordt het gedaan. Hoe lang thuis? Nou, ik denk, we hebben toen een uur of 3 gedaan met 4 mannen. Ik heb 1/4 van de steen gedaan in 2 uur tijd. Nu zal een molenaar dat sneller doen, dat het zijn beroep is. Maar ik denk, als hij s'avonds om 9 of 7 begost, dat hij blijven als het 3 of 4 uur klaar wordt. En 's morgens om 6 uur moest hij mullen draaien. Dat was, anders leeft er revenue mis. Hè? Dus op die manier wordt het eigenlijk gedaan. En het is zo, op een gegeven moment gewoon die steen slieten, dus die werden dunner en dunner en dunner. En als nu met name ook de Burgse steen die voor het gewicht moet zorgen, die dun geworden is, dan kan ze dan gebruiken als onderste steen, want het is dunner. En dan hoeft ze alleen nu boven steen te komen. Dus op die manier is het eigenlijk niet zo mooi direct, dan die Komt die nieuwe steen naar boven? Wie kan ze dan boven? Oh, De steen die is over boven, 1400 kilo. hier is een loop waar die zak door omhoog komen. Hè? En dit gedeelte kan er ook goed gehoord werden. Dus zie je de steen net op. Ja, daar hebben ze rekening En met. vroeger, tegenwoordig doen ze dat met een kraan of zo. Maar vroeger, deze, omdat dat bovenwiel, of dat as wat je door ziet, bij dat model, dan bovenin dat as daar wordt het grote wiel vast zit. Voor deze een touw meer. En voor deze, als het niet beide, dan moet het wind stil zijn. En in deze, de wieken met de handje verplaatsen. En doordat de as draaide, leerden ze een touw van boven naar onder lopen en dan kwam het steen met de mond. Op die manier. Ja Leute, nach 20,2 Kilometer haben wir 2/3 der Tour drauf sitzen. Wir sind jetzt in die Hompische Mühle gewesen, habe da meine Aufnahme gemacht, schön. Und jetzt gehen wir weiter zu dem nächsten Highlight. Das wird wahrscheinlich noch eine Kirche sein, die wir sehen. Und dann werden wir noch ein Schloss antun. Schloss Hasselholt oder so etwas. In Uijenlaag werden wir auch noch sehen, aber ich weiß nicht, ob wir da rein können. Ich vermute von nicht. Aber wir müssen noch 11,7 Kilometer bis die Tour am Ende ist. Und das ist jetzt so um die 2:30, schätze ich. Nach 21 Kilometer laufen wir zu Ohe-Anlag. Nur-Anlag. Das ist Limoges. Und da sehen wir schon ein altes Monument, das ist eine sehr alte Kirche.
Pferdchen. Friedhof da hinten. Also auch ein Monument. Da sieht man schon das Schloss Hosselholt. So heißt das, glaube ich. Da sieht man es schon, hinter den Bäumen. Ich denke, dass wir bei der Eingang des Schlosses sind. Aber man kommt hier nicht rein. Ne? Da hatte ich schon Angst vor, dass das Schloss verschlossen ist. Das ist ja sehr schwierig, etwas zu sehen von diesem Schloss. Das ist einfach schade, ne? Nach 21,8 Kilometern verlasse ich Oerlag und laufe ich wieder Richtung Echt. Und wir müssen noch 10,2 Kilometer laut Komoot. Nach 23,2 Kilometer kommen wir wieder am Wasser. Und laufen jetzt Richtung Echt. Das sind nur noch ein paar Kilometer sein. So ungefähr. Schön friedlich ist das hier. Da hat man jetzt war ja eine Kiesgrube hier. Überall liegen Bäume rum. Ich muss die Kamera ein bisschen weghalten, da laufen Leute vor mir. Sieht es wieder? Liegt wieder ein Baum. Überall sieht man Bäume liegen. Ne? Wahrscheinlich, weil es viel zu nass ist. Die Brücke, die ihr da oben seht, was ein Verkehr. Scheiße. Die Brücke da oben, da kommen wir her, Leute. Da ganz oben. Wir nehmen es die Maas. Nein, das ist der Kanal. Der Kanal ist hier neben. Scheiße, was ein Verkehr. Nach 25,2 Kilometer kommen wir in Echt. Es sind jetzt noch keine 7 Kilometer mehr bis zum Ziel. Und der Verkehr ist heute riesig. Und das nächste Highlight, die alte Kachelfabrik von der Falk in Echt. Jetzt wird es ein Jumbo mit Kochstudios und ich weiß nicht was alles. Man sieht, man hat alles neu gemacht. Neue Fenster.
Dazwischen sind auch noch alte Fenster, glaube ich. Ja. Eine riesige Anlage, ein Teil ist abgerissen und ein Teil haben die restauriert. Da steht ja MCM, Familie Meerwissen, Dakpannenfabrik de Valk. Gebroeders van Thors zuster, also das ist der Architekt wahrscheinlich. Oh, was eine Glaswand. Und hier kommt das nächste Highlight. Das ist die alte Gefängnis von Echt. Ganz alt, ich weiß nicht schon wie alt, aber sehr alt. Und das ist die Sint-Rochus-Kapelle, 1687. Der Turm, ein altes Kloster, das sie abgerissen haben. Und von diesem alten Kloster gibt es hier noch einen Friedhof. Das sind alles Nonnen. Ich glaube auch ein paar Priester, aber ich glaube meistens Nonnen. Johnny Walker, Leute, still going strong. 4:30 gewesen. 27,3 Kilometer. Und wenn ihr uns das Dorf Gebrück oder Gebruck auf Niederländisch. Boah, ist das ein Brett heute. Unglaublich. Und was haben wir schon alles gesehen, ne? Jede Menge. Das ist eine richtige Monumentenwanderung, ne? Habe ich nicht gelogen. ...27,7 Kilometer. Die Kapelle von Gebrück. Ob die noch offen ist, weiß ich nicht. Das kann sein, kann auch nicht sein. Also es ist schon Richtung 5 Uhr, ne? Juli 8, Jevika 1896. Ja, die ist offen. Naja. Nach 28 Kilometern verlassen wir Gebrück wieder. Wir müssen noch 4,39 Kilometer. Die Kapelle von Stilberg. Moeder van de schone minne, onze zoete vreedzaamheid. Vraag uw zoon zijn liefde blijft. Uw gebed dringt door de wolken. Vrede zijn den goeden volken, ons toe
kom, o Heer, uw rijk. Das sind die Wutfallen. Die standen früher auf die Straße nach Koningsbos. Dann waren die weg und hier haben sie die wieder aufgebaut. So abschließend der Tour die Kirche von Pei. Noch 30 Kilometer werde ich nach Hause laufen. Wir haben sehr viel gesehen heute, sehr viele Denkmäler besichtigt. Wir sind rein gewesen. Und 30 Kilometer für mich das erste Mal, das ist schon eine Nummer. Ne? Das habe ich noch nie geschafft. Und ja, ein Freund von mir, der möchte mit mir aufs Essen gehen heute. Also er wird mich schon verfluchen, dass ich noch nicht da bin, aber ich kann nichts machen. Es ist Tag der Denkmäler und wir haben sehr viele gesehen heute. In St. Jost sind wir erst die ersten Denkmäler gesehen und dann in Maasbracht. Die Mühle mit der ganzen Tour, mit der Tourguide, wo wir die Tour gemacht haben durch die Mühle. Ah, das war arschgeil. Und dann Stevensweert, ja, wie heißt die Mühle wieder? Ich bin der Name weg. Auf 30 Kilometer mag das auch, mir darf das mal sein, ja. Die Hom von doch wieder was Mühle. Also, und Kapellen und ich weiß nicht, was alles wir gesehen haben. Ich denke, das war eine richtige Monumententour. Ne? Boah, ich muss einfach denken, ne? Ich bin so kaputt, dass ich einfach denken muss. Naja, dann werde ich mal sagen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Sagen Sie es weiter. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie fanden von dieser Tour. Das war eine grandiose Tour, fand ich. Meine erste 30 Kilometer Tour. Und dann werde ich sagen, ja, abonniert den Kanal, geh mal auf Patreon. Denn ich denke auch, dass ich die Mühle von Maasbracht, die Leonardusmühle, dass ich die separat auf Patreon posten werde. Unter ein gratis Account. Also da braucht ihr nur einen Benutzername und Kennwort zu kreieren oder mit Google oder Apple einzuloggen. Und dann seid ihr drin, könnt ihr das Video sehen. Weil ich denke, wenn ich das auch noch in dieses Video einpacke, dann wird das dieses Video einfach sprengen, qua Zeit. Denn ich ahne Schlimmes, was da alles zusammenkommt heute, nach 30 Kilometern. Also Leute, geht raus und bewegt euch und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.